Am 20. April verabschiedete das EU-Parlament die MiCA-Gesetzgebung in Straßburg. Die MiCA stellt den ersten umfassenden EU-weiten Gesetzrahmen rund um Krypto dar. Doch wie steht die MiCA zu den verschiedenen Kryptowährungen? Ist sie gut für die Branche oder schlecht? Was müssen wir Anleger in Krypto beachten? Was wird reguliert, was nicht? Der Experte Michael Rudolf Kissler von der Winheller Rechtsanwaltsgesellschaft klärt uns auf. Alles, was du jetzt über die MiCA-Verordnung wissen musst, im Interview. Ja, hallo Michael, schön, dass du heute hier bist, bei mir zu Gast, ich dich mal interviewen darf. Hallo Stefanie, schön, dass ich dabei sein darf. Stell dich doch uns mal ganz kurz vor, wer bist du, dass wir mal wissen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun heute. Also ich bin Michael Kissler, ich bin Rechtsanwalt, bin bei der Kanzlei Winheller tätig und mache hauptsächlich Bank- und Kapitalmarktrecht, sehr viel Krypto. Bin selbst seit 2012 in der Kryptoszene aktiv und habe mich über die Jahre natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, die Regulatorik mitbekommen. Naja, und dann schließlich irgendwann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, besser geht's eigentlich nicht, ne? Das, was einem Spaß macht, zu kombinieren. Ja, als Anwalt hast du dich ja auch ein bisschen mit der MiCA-Verordnung auseinandergesetzt, deswegen habe ich dich ja eingeladen. Die ist ja erst jetzt so verabschiedet worden. Michael, die Frage so für dich, die MiCA-Verordnung verspricht ja so diese lang ersehnte Rechtssicherheit. Hält sie das, was sie verspricht? Das ist eine sehr gute und schon fast philosophische Frage. Ich halte die MiCA persönlich eigentlich für eine aus Verbrauchersicht ganz gute Regulierung, auch aus Unternehmenssicht. Die ist natürlich wie jede Regulierung nicht immer perfekt und die große Frage, die man sich stellen muss, ist ja immer, wie viel Rechtssicherheit will man? Die geht ja immer ein bisschen zulasten der Freiheit, der individuellen Freiheit. Und ob die dann wirklich die Balance halten kann, wird sich noch zeigen. Das hängt auch sehr stark davon ab, wie sie seitens der Regulierungsbehörden, also der Aufsichtsbehörden, gehandhabt wird. Wenn die BaFin und Co. da einen guten Job machen, dann glaube ich, dass die MiCA tatsächlich eine relativ gute Regulierung sein kann. Ich weiß, das wird viele im Kryptolager ein bisschen verärgern, aber tatsächlich, wenn man sich mal so die letzten Jahre anschaut, ist es ja so, dass viele Projekte eben gar nicht reguliert waren, Leute viel Geld verloren haben, sehr viel versprochen wurde und sich einige wenige die Taschen voll gemacht haben. Und das widerstrebt ja auch so ein bisschen diesem Krypto-Gedanken, Power to the People. Wird die MiCA das komplett lösen? Sicherlich nicht, aber ich glaube, da sind ein paar sehr gute Ansätze mit dabei. Grundsätzlich dann, wenn du sagst, so ja, BaFin-Behörden sind jetzt endlich so ein bisschen involvierter, ist die EU damit jetzt kryptofreundlicher geworden als vorher, trotz Regulation? Also die Frage ist immer, wie definiert man kryptofreundlich? Wenn man kryptofreundlich definiert als darf jeder machen, was er möchte, dann nicht. Wenn man es aus diesem Investitionsschutz, Rechtssicherheitsgedanken sieht, dann auf jeden Fall. Denn stell dir vor, du möchtest einen Token rausbringen oder ein Unternehmen gründen und eine Kryptobörse gründen, dann weißt du jetzt relativ genau, was du machen darfst, was du nicht machen darfst, was du machen musst. Klar brauchst du Investitionen, aber du bist eben auch, also mit so einer gewissen Verpflichtung geht auch immer eine gewisse Sicherheit einher. Ist ja wie, wenn es bei Monopoly keine Spielregeln gibt, dann macht jeder, was er möchte. Wenn es ein paar Regeln gibt, dann ist es besser. Wie gesagt, das ist eine grundlegende Frage. Ich denke schon, dass die EU dadurch kryptofreundlicher ist. Das sieht man ja auch ein bisschen an der Regulierung in Deutschland. Deutschland hat dadurch, dass das Kryptoverwahrgeschäft und Kryptowerte als Finanzinstrumente bzw. Finanzdienstleistungen definiert wurden, sehr viele Investitionen angelockt. Alle großen Player sind nach Deutschland gekommen, haben sich in Deutschland Lizenzen geholt oder sind im Antragsverfahren. Coinbase zum Beispiel, aber auch Bitpanda. Ja, es wird, also zumindest für die großen Unternehmen, schafft das eine unglaubliche Sicherheit und natürlich auch für Investoren. Und damit meine ich insbesondere auch große Investoren, die dann wissen, okay, Deutschland hat das schon reguliert. Denn die große Gefahr ist ja, dass ein Land bisher noch gar nichts gemacht hat und auf einmal eine Regulatorik erlässt, die völlig unvorhersehbar ist. Wird im Schnitt nicht passieren. Aber wenn man mal nach China guckt, wo von heute auf morgen dann mal Bitcoin verboten wird oder Bitcoin-Mining verboten wird, dann hat diese Gefahr besteht dann eben innerhalb der EU und innerhalb Deutschlands in der Regel nicht. Das ist jetzt ausgemerzt damit. Also wen trifft jetzt die du hast schon gesagt, so Unternehmen, gerade mit Lizenz und sowas,
betrifft es nur die oder was hat das jetzt für uns eine konkrete Konsequenz, auch aus Anlegersicht, also sowohl als auch? Also die Pflichten treffen natürlich erstmal insbesondere die Unternehmen, also die sogenannten Kryptowerte-Dienstleister. Also diejenigen, die beispielsweise Transaktionen oder die Verwahrung von Kryptowerten anbieten. Das sind die hauptsächlich Verpflichteten. Also die MiCA ist ja eine Verordnung, sprich die gilt unmittelbar in allen Ländern innerhalb der EU gleich. Und er lässt also bestimmt gewisse Pflichten. Kryptowerte-Dienstleistungen brauchen eine Lizenz. Man muss White Paper herausbringen für Kryptowerte, die gewisse Standards einhalten müssen. Und für die, sag ich mal, für den kleinen Anleger oder für die Individualperson hat die eigentlich erstmal keine unmittelbaren Verpflichtungen. Die Verpflichtungen ergeben sich aber dann daraus, dass wenn ich etwas machen möchte, dann muss ich mich natürlich an die Regeln halten, die dem Kryptowerte-Dienstleister auferlegt werden. Und dadurch werde ich natürlich zum Beispiel KYC-Pflichten und was auch immer erfüllen müssen. Also betrifft das alle sämtliche Plattformen, dass wir, also dieses Thema KYC für uns als Anleger, wir haben es ja häufig gehabt, gerade so bei zentralen großen Exchanges, dass wir uns da schon identifizieren, ausweisen mussten. Kommt da für uns jetzt nochmal irgendwas zu, wo wir sagen, hey, das müssen wir jetzt konkret neu beachten, neu umsetzen, dass wir uns jetzt noch mehr identifizieren müssen, dass noch mehr gefordert wird von uns? Ja, also das KYC-Thema ist jetzt kein Kernthema der MiCA. Das ist ja der Geldwäschebereich. Die MiCA ist im Prinzip eher eine kapitalmarktrechtliche Verordnung, oder schon fast eine bankrechtliche. Ja, also dadurch wird so ein bisschen die Kryptoszene bankindustrialisiert, was in Deutschland eben schon 2020 erfolgt ist und das erfolgt jetzt auch auf EU-Ebene. Das ganze Thema KYC, ja, also Self-Hosted Wallets, damit zu interagieren im bestehenden Zahlungs- oder Kapitalmarktverkehr oder wie auch immer man das genau bezeichnen möchte. Sprich, ich habe meine eigene Wallet, da habe ich x Bitcoins drauf, möchte das transferieren zu Coinbase, dann geht das nicht, ohne dass ich mich KYC. Ja, also es ist im Prinzip so, ich habe Bargeld, möchte es in eine Bank einzahlen, dann muss ich natürlich erstmal mein Perso vorzeigen, ab einem gewissen Betrag. Und das passiert jetzt eben auch genau bei Krypto. Wenn ich das umgehen möchte, weil wir haben das Thema, aber gerade bei Kryptowährungen ist ja so dieser Wunsch nach Selbstverantwortung, Self-Custody extremst hoch. Was könnte ein Anleger machen, um diesen KYC-Prozess zu umgehen? Gibt es da Grauzone, etwas, was die MiCA-Verordnung nicht abgeht? Also was ist mit diesem ganzen DeFi-Bereich? Ich meine, da sind ja auch ganz viele DEXs und sowas, die wir verwenden weiterhin. Ja. Also dafür wird es wahrscheinlich ohnehin, also so zum Beispiel NFTs sind ja nicht erfasst, auch viele DeFi-Anwendungen sind nicht direkt von der MiCA erfasst. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil ich meine, DeFi ist die Trendschärfe in den Definitionen im Kryptobereich ist ja manchmal nicht so genau da. Es werden gewisse Wörter benutzt, aber es ist immer nicht ganz so klar, was gemeint ist. Ich glaube, FTX hätte sich auch als DeFi-Player bezeichnet, waren sie aber nicht. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, wenn ich mit bestehenden, also dann regulierten Institutionen interagieren möchte, dann werde ich mich KYC müssen. In dem Bereich zwischen den Personen, also wirklich klassisch Peer-to-Peer, ja, wird das in der Regel keine Anwendung haben. Okay. Und dann kann ich weiterhin genauso agieren wie jetzt. Also ich kann dir Krypto schicken an deine Wallet. Wenn du aber damit zum Beispiel bezahlen möchtest, wenn du damit irgendwas machen möchtest, dann wird das in der Regel über einen Dienstleister erfolgen. Da wird irgendjemand zwischengeschaltet sein, der die Verwaltung übernimmt, so wie Visa zum Beispiel. Ja, dann gäbe es Krypto-Visa, um zum Beispiel bei einem Händler zu bezahlen. Und wäre er irgendwann verpflichtet, den Zahlungsverkehr zum Beispiel zu überwachen. Gegebenenfalls KYC-Pflichten, also die Identität zu erheben und so weiter. Für mich jetzt muss ich noch mal ganz salopp gesagt, irgendwelchen AGBs zustimmen, muss ich noch mal irgendwas neu einrichten. Kann ich mich einfach darauf verlassen, dass die MiCA-Verordnung dafür sorgt, dass die Dienstleister innerhalb der EU, die überhaupt für mich zugänglich sind, auch dann dementsprechend reguliert sind? Oder muss ich da selbst auch noch mal im Grunde mich in die Verantwortung mit reinziehen, dass ich mich damit beschäftige? Also jeder, der in der EU die Kryptodienstleistung erbringen möchte, wird eine Zulassung brauchen.
Das heißt, als Verbraucher kann man sich grundsätzlich darauf verlassen, dass jeder, der als Beispiel ein Angebot auf in Deutschland oder auf Deutsch offeriert, dass der auch eine gewisse Zulassung hat. Ja, also eine Mika-Zulassung oder eine Bank ist. Banken können die Dienstleistung auch erbringen. Das heißt im Umkehrschluss dann auch, okay, ich interagiere als Anleger mit einem Verpflichteten, ich kann mich da eigentlich darauf verlassen, ich würde jetzt nicht irgendwelchen AGBs oder sonst was zustimmen, weil in der Pflicht sind jetzt erstmal die Unternehmen. Ja, die müssen sich darum kümmern, welche Lizenz brauche ich, wie kann ich mein Geschäft auch nach Inkrafttreten der Mika weiterhin erbringen und was muss ich da machen? Also der Ball liegt jetzt eigentlich erstmal bei den Unternehmen. Und als Verbraucher, wie gesagt, eigentlich ist es für Verbraucher, zumindest für diejenigen, die sich vielleicht nicht so super auskennen, eine super Regulierung, weil die einfach einen Großteil der Leute, die dich bei Instagram anschreiben und sagen, ich habe hier ein super Token-Offering, möchtest du nicht mitmachen, was vielleicht der letzte Quark ist, die werden so ein bisschen aus dem Markt gefischt. Dadurch haben ja auch die Behörden eine viel stärkere Handhabe, denn das Erbringen von Bank- oder Finanzdienstleistungen, ich gehe davon aus, dass es bei Krypto dann genauso sein wird, also bei Kryptowertdienstleistungen, ist eine Straftat. So, und das ist eine der Sachen, die in Deutschland auch tatsächlich verfolgt werden. Wie ist es dann, die Mika-Verordnung unterteilt die zwischen den einzelnen Kryptowährungen? Du hast ja schon gesagt, wir haben das Thema mit Currencies, aber wir haben natürlich auch die Unternehmen, die kryptobasierte Tokens rausbringen, also Utility-Tokens. Wie geht die Mika-Verordnung damit um? Also die Mika-Verordnung hat 3 Spezialfälle, nämlich wertreferenzierte Token, E-Geld-Token und Utility-Token und alle sonstigen Kryptowerte. Das heißt, Bitcoin lässt sich drüber streiten, Ethereum sind eben sonstige Token, die haben im Prinzip eine Basisregulierung, weil klar, das muss man ja auch mal sehen, der EU ist natürlich auch völlig bewusst, dass die Handhabe in einem dezentralen Netzwerk wie Bitcoin, das sich jetzt seit fast 15 Jahren eben ausgebreitet hat, völlig unrealistisch ist. Die haben im Prinzip eine Basisregulierung und E-Geld-Token und wertreferenzierte Token, jetzt so wie Tether, ja, zum Beispiel, oder Utility-Token, Mana ist ein, glaube ich, ganz gutes Beispiel. Die haben eben eine bisschen stärkere Regulierung. Man muss ja auch dazu sehen, dass hinter diesen Token auch immer gewisse Projekte stehen. Da weiß man, wer das ist. Das ist jetzt nicht Satoshi, sondern das ist Institution X, ja, und irgendeine Foundation oder wer auch immer. Und genau diese Unterscheidung hat man grundsätzlich und insbesondere für neue Token. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt. Ich meine, White Paper kennt ja jeder, aber da steht teilweise einfach irgendwas drin. Wenn man sich das Neufund White Paper durchgelesen hat, hat alles super cool geklungen. Aber wenn man mal sich selbst überlegt hat, okay, was machen die jetzt eigentlich genau, waren sehr viele Dinge doch noch relativ unklar. Und also gerade die White Paper werden eben wie ein Wertpapierprospekt aufgebaut sein. Da wird es noch von der EBA, also von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde und von der ESMA, also der Wertpapieraufsichtsbehörde auf europäischer Ebene, noch Richtlinien kommen und die werden Standards definieren, wie die genau aussehen müssen. Und dann gehe ich davon aus, dass diese Unterscheidung auch wieder ein bisschen größer wird, weil die in den letzten Jahren ja relativ klein war. Also welche Art von Token ich jetzt habe, weil alles im Prinzip als Anlageobjekt gesehen wurde, war der Nutzen dahinter eigentlich egal. Es war immer, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Ja, also zumindest die letzten 2, 3 Jahre war es ja extrem. So, und vorher hatte man ja eben diese klassische Unterscheidung in Security Token, Currency Token und Utility Token. Security Token ist vielleicht ein relevanter Punkt auch noch. Also alles, was Wertpapier ähnlich ist, wird komplett nicht von der Mika behandelt. Die werden wie Wertpapiere behandelt. Das wird nochmal separat geregelt. Das ist in Deutschland ja mit dem elektronischen Wertpapiergesetz mit Kryptowertpapiere geregelt. Da fallen auch nicht alle Security Token drunter, aber das wird im Prinzip klassisches Kapitalmarktrecht. Das wird gar nicht mehr kryptospezifisch sein, sondern das wird behandelt wie ein normales Wertpapier. Und da geht es natürlich, bei allen Token wird es immer darum gehen, welche Rechte habe ich denn überhaupt mit dem Token? Verkörpert der irgendwelche Rechte? Wenn ja, welche? Wie sieht es technisch aus? Wer steht überhaupt dahinter? Ja, also wie viele White Paper habe ich mir angeschaut, wo irgendwie drin stand, wir sind die und die Foundation.
Gut, es ist dezentral, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen der Clou dahinter. Aber muss man ja auch mal sehen, dass zumindest das deutsche Recht und auch das europäische Recht generell geht eben nicht davon aus, dass man eine dezentrale Organisation hat, sondern wir möchten immer eine Person haftbar machen. Und ein Grundpunkt der Mhm. Mika oder ein Grundmechanismus der Mika ist natürlich immer jeder Regulierung, am Ende kann ich eine Person haftbar machen, am Ende geht einer in den Knast, wenn es schlecht läuft. Und das schafft die Mika ja. So funktioniert ja auch ein bisschen Vertrauen. Am Ende steht da einer für gerade. Und für Rechtssicherheit ist natürlich extrem entscheidend, dass ich nicht nur das Projekt dann beenden kann, sondern auch eine Person vielleicht haftbar machen kann. Oder ein Kollektiv, das kann ja auch sein. Aber zumindest muss irgendjemand dafür gerade stehen und vorher auch den Antrag einreichen. Du hast gerade gesagt, diese ganzen DAOs. Wir haben ja ganz viele Web3-Projekte, die sich auch in der Entwicklung befinden, wo man einfach nicht konkret sagt, ja, wir haben schon ein Kollektiv und eine Foundation, aber wir haben nicht jetzt per se den CEO XY. Sprich, wenn ich unter die Mika fallen möchte und reguliert in Europa arbeiten möchte, dann muss ich in einem White Paper beispielsweise dann auch, wo jetzt die Standards erarbeitet werden, wenn ich es richtig verstanden habe, auch diesen Ansprechpartner konkret angeben. Ich muss, also im Prinzip muss drinstehen, welche Rechtspersönlichkeit habe ich, also bin ich eine GmbH, bin ich eine AG, bin ich was auch immer, bin ich ein Verein. So, das ist eben ein relevanter Punkt. Dann wird damit natürlich auch zusammenhängen, wer sind denn überhaupt die Inhaber, wem gehört die Firma. Wenn jetzt zu 20% nochmal irgendwie, wie heißt er jetzt nochmal, Sam Bankman-Fried, Friedman Bank, Bankman-Fried, ja, mit drin ist, nicht zu viel, der darf nicht zu viel Publicity bekommen. Das ist nämlich ein sehr negatives Beispiel. Auf jeden Fall, wenn der jetzt 20% am Unternehmen hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen eine Lizenz bekommt, sehr gering. Das hängt natürlich auch noch damit zusammen. Das sind alles Faktoren, die eben im Prinzip die Aufsichtsbehörden wissen lassen, ist das ein seriöses Projekt oder nicht. So, also das geht jetzt um die Zulassung, nicht speziell ums White Paper, sondern generell. Und beim White Paper muss ich eben einmal angeben, wer bin ich, was kann der Token, was macht der Token und auch bei einem Listing, auf welcher Börse möchte ich das listen und wer ist die Börse. Also es wird wahrscheinlich auch ein gewisser Riegel vorgeschoben hinter komplett dezentrale Börsen. Also CakeFi ist ein ganz gutes Beispiel, weil CakeFi ist lange schon im Visier der BaFin. Die BaFin hat keine richtige Handhabe dagegen. Und die BaFin kommt einmal nicht an die Person so richtig dran, aber die kann auch das Geschäft nicht so richtig unterbinden. Wenn ich jetzt aber mal dieses Schutzschild EU habe, spinnt man es mal ein bisschen weiter, kann ich ja auch vielleicht einen Zugriff, der nicht über ein VPN erfolgt, aus der EU, kann ich blockieren, dass ich nicht da drauf komme. Gleichzeitig wird natürlich gerade bei solchen, also den Anbietern einfach das Geschäft abgegraben. Kein seriöses Unternehmen wird auf CakeFi listen, kein seriöses Kryptoprojekt wird auf CakeFi listen, es sei denn, die haben wirklich extreme Ideale und es ist denen egal, ob sie damit jetzt viel Geld verdienen oder nicht, weil wenn ich auf CakeFi gelistet bin und sagen wir mal irgendwie auf Bitpanda, so, dann kann es jetzt sogar dazu kommen, dass Bitpanda irgendwann mal sagt, das ist vielleicht nicht ganz so seriös, die sind auch da gelistet, dann nehmen die davon sicherlich Abstand. Und was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, die Mika adressiert auch den Punkt der Marktmanipulation. Und wenn ich natürlich eine große Exposure habe zu Sachen, die völlig unreguliert sind, zu Börsen, die noch nicht reguliert sind oder eben irgendwo anders sitzen, dann habe ich irgendwann als Börse, als europäische Börse, das Problem zu begründen oder zu argumentieren, wie ich denn hier auf Marktmanipulation achte. Das heißt, ich werde nur mit Token interagieren, also mit Token, hinter denen auch jemand steht, Bitcoin jetzt mal ausgenommen, die auf seriösen Börsen gelistet sind. Also den Börsen wird im Prinzip auch vielen dezentralen Börsen, auch vielen guten Börsen wird im Prinzip ein bisschen das Geschäft abgegraben, wenn sie sich nicht dem Regime unterwerfen. Das heißt, wir haben dann auf der einen Seite verstanden, dass es im Grunde Verbraucherschutz bedeutet, aber heißt es auch auf der anderen Seite die Konsequenz, dass wir in der EU eine Art Zensur erleben, was den Kauf und den Verkauf von Tokens über Börsen angeht? Ja, also man hat
Auf jeden Fall. Das, wie gesagt, Verbraucherschutz ist ein großer Punkt. Und es findet aber tatsächlich eine Kryptozensur statt, wenn man das so bezeichnen möchte. Das ist auf jeden Fall so. Denn ich muss ja einfach Folgendes sehen. Jede Regulatorik, jedes Verbot ist nun mal ein Verbot. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und man kann sagen, das ist sinnvoll und das ist gut. Diebstahl ist ja auch verboten und das ist sicherlich gut. Aber natürlich geht damit eine erhebliche Zensur einher. Und wenn man sich mal die Szene anschaut, noch vor 4 Jahren hatte man gerade jetzt in Berlin, bin ja viel in Berlin unterwegs gewesen, hatte man wirklich Hinterhöfe, in denen irgendwelche weltweit agierenden Kryptobuden waren. Ja, und das hat auch Spaß gemacht. Ich war letztes Jahr in Polen und habe es da in Warschau miterlebt. Da waren noch extrem viele Menschen, die sehr idealistisch mit Krypto umgegangen sind. Und das hat sich in Deutschland leider auch in den letzten 3 Jahren erheblich verändert, wenn man sich die Krypto-Events anschaut. Früher sind da irgendwelche Leute in kurzer Hose mit Sandalen hingegangen. Und heutzutage ist es eigentlich eine Bankenveranstaltung. Das sieht man auch an den Teilnehmern. Das sind mittlerweile natürlich Anwälte und Banker. Früher war Deutschland das Land der Dichter und Denker, heute der Anwälte und Banker. Und so hat sich das ein bisschen auch im Kryptobereich entwickelt. Denn je mehr Geld reinkommt, desto mehr schauen natürlich auch die alten Player drauf, die Banken. Aber auch selbst Siemens hat ja letztens ein Kryptowertpapier emittiert, also herausgebracht. Und also eine Inhaberschuldverschreibung ist das dann aufgrund der Regulierung. Und das ist schon also die Entwicklung ist beachtlich und die Entwicklung ist für den Markt eigentlich super. Aber wie gesagt, natürlich findet eine Zensur statt und natürlich werden die kleinen Projekte aus dem Markt gedrängt. Denn niemand wird ja mehr das Kapital aufbringen können, das gebraucht wird, um ein White Paper schreiben zu lassen. Da muss ja auch vielleicht irgendwann mal ein Anwalt drüber gucken. Ein Zulassungsantrag schreibt sich auch nicht von alleine. Wer das mal miterlebt hat im Bankenbereich, das ist eben sehr, sehr groß und erfordert sehr viel Kapital schon vorab. Was ist jetzt mit den Unternehmen, die jetzt schon White Paper herausgebracht haben, die schon agieren? Ich meine, wir haben die ein oder anderen Tokens bestimmt schon im Portfolio gekauft, die Unternehmen haben ihre White Paper veröffentlicht. Ja, krempelt sich das jetzt alles um? Ich glaube, ab 2024 oder so soll es ja alles gelten. Muss ich etwas verkaufen? Gibt es dann einfach zum Beispiel ein Meme-Coin wie Pepe-Token? Gibt es dann einfach 2024 nicht mehr für uns in der EU? Wie können wir uns so diesen Umstrukturierungsprozess vorstellen? Und auch vor allem aus Anlegersicht, müssen wir jetzt auch in dieser Wandlungszeit etwas beachten? Also erstmal, der Großteil wird ab 2025 in Kraft treten. Das sollte immer 2024, aber das Ratifizierungsverfahren hat sich einfach verschoben. Und ein paar Sachen zu Stablecoins kommen schon 2024, treten die schon in Kraft. Ja, also wie gesagt, der Ball liegt bei den Unternehmen. Der Ball liegt bei den Börsen. Die meisten, also jeder, der ausländische Börsen oder dezentrale Börsen benutzt, denen das bisher noch, ich sage mal, relativ egal ist. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen wie die. Ich denke, dass die einfach erstmal so weitermachen. Alle, die Bitpanda oder Coinbase oder was auch immer nutzen, ich würde mir schon die E-Mails durchlesen, die ab und zu mal schicken, weil die werden alle Delistings, also wenn die gewisse Kryptowerte von der Börse genommen werden, frühzeitig ankündigen. Ich würde jetzt nicht irgendwie Panik verkaufen. Panik ist immer ein schlechter Ratgeber sicherlich. Und ich muss ja auch dazu sagen, ich bin gerne auf der Basis, ja, stick to the basics. Bitcoin und Ethereum halte ich immer für meine persönliche Anlagestrategie natürlich für die beste Wahl langfristig, und natürlich kann man mal immer ein bisschen zocken, das macht ja auch Spaß. Ich finde, das gehört bei Krypto auch ein bisschen dazu. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen. Die Mika wird erstmal die großen Player verpflichten. Die meisten davon machen jetzt schon ihre Hausaufgaben. Also man kann von Coinbase oder Bitpanda oder was auch immer persönlich erhalten, was man möchte, aber zumindest sind die einigermaßen strukturiert, die halten sich einigermaßen an die Regeln. Das sind seriöse Unternehmen. Das ist jetzt nicht irgendein Quark. Das ist ja auch so ein Thema. Ich habe sehr viele Diskussionen darüber geführt zum Thema Binance. Ich würde generell nicht meine Kryptowerte bei Binance liegen lassen. Ich würde nicht meine Kryptowerte bei FTX liegen lassen. Das ist immer das Grundcredo. Entweder ich hoste selbst
Oder ich nehme mir einen Player, der relativ seriös ist. Ich will jetzt hier keine Werbung für andere Unternehmen machen. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich einen deutschen Kryptowerteverwahrer habe, dann habe ich im schlimmsten Fall immer jemanden, den ich verklagen kann. Wenn der irgendwie auf den Cayman Islands sitzt, dann war es das. So, dann ist eben alles weg. Und also selbst FTX wurde immer gesagt, die Börse aus den USA, saß ja nicht mal da. Ja? Deswegen, man muss ja auch so ein bisschen einfach selber, man darf ja selber auch nicht blind durch die Gegend laufen. Ich würde doch auch nicht mir irgendwelche Pharmazieprodukte bestellen, irgendwelche Medikamente von irgendjemandem, dann nehme ich doch auch im Zweifel lieber den, bei dem ich weiß, okay, der sitzt hier, ist irgendwie aus Deutschland oder aus der EU oder meinetwegen auch aus China, aber ich weiß, wer dahinter steht, als dass ich irgendwo online mir irgendwelche Billigpräparate bestelle. Und genauso sollte es ja irgendwie logischerweise auch beim Geld oder bei Krypto laufen, dass ich mich nicht blind darauf verlasse, Prinzip Hoffnung oder so ein Grundvertrauen habe in irgendwelche, warum sitzen die denn auf den Cayman Islands oder auf den Bahamas? Ja, das hat ja schon gewisse Gründe. Und wenn man sich mal in der Szene anschaut, wie viele Scams auch einfach erfolgt sind, wie viele Token-Versprechungen gemacht wurden für, das geht alles nach oben. Und gut, jetzt ist gerade der ganze Markt unten, aber die meisten Token, die jetzt unten sind, die hatten ja auch nie ein Geschäftsmodell. Und man sollte ja schon ein bisschen erwarten können, dass Menschen, die sich mit 18 Jahren die selber wählen dürfen, die sich verschulden können, die ein Haus kaufen können, auch in der Lage sein sollten, mal ein bisschen nachzudenken, ob Lotto spielen das Sinnvolle ist oder ob ich eher langfristige Entscheidungen treffe. Und zu langfristigen Entscheidungen gehört natürlich auch, dass man sich ein bisschen informiert, was ist denn das eigentlich? Was macht der Token eigentlich? Warum könnte der im Wert steigen oder warum nicht? Und für mich als Jurist natürlich immer relevant, wer steht denn dahinter? So, das sind ja Kleinigkeiten, hat die Webseite ein Impressum. Weiß ich überhaupt, mit wem ich da interagiere? Oder weiß ich überhaupt, ob ich die Token danach bekomme? Ja, schicke ich mein Geld irgendwo hin oder tausche es gegen andere Token ein? Das ist ja auch immer eine Sache. Und so ein bisschen Eigenverantwortung gehört dazu, weil das mit der Eigenverantwortung in der Vergangenheit nicht immer so gut geklappt hat die EU eben eine gewisse Grundregulierung geschaffen. Und mal schauen. Also der Markt es wird sich sehr viel zeigen, aber vielleicht dazu noch mal so ein bisschen historisch schon fast. 2020 haben sich alle tierisch darüber aufgeregt, dass die Kryptoverwahrung reguliert wurde in Deutschland und Kryptowerte generell als Finanzinstrumente definiert wurden, sprich man auch für den Handel eine Lizenz braucht in Deutschland. Fanden alle unglaublich schlecht. Was ist passiert? Der Kryptomarkt in Deutschland ist unglaublich gewachsen. Ich glaube, Deutschland ist das stärkste Land innerhalb der EU, was Krypto angeht. Okay. Und die Punkte, wo Leute sagen, oh, da ist es noch besser, das ist dann die Schweiz oder Liechtenstein, die beide auch sehr früh schon reguliert haben und wo die Aufsichtsbehörden sehr früh schon in den Markt eingegriffen haben und eben darauf geachtet haben, dass da nicht zu viel Quatsch passiert. Und es zeigt sich ja schon, dass eine kluge Regulierung den Markt unglaublich beflügeln kann und auch für die Investoren und auch für die kleinen Anleger eben sehr gut sein kann. Die MiCA reguliert jetzt unglaublich viel für die Unternehmen, ein bisschen was für die Anleger, die ein oder andere eine Klassifizierung von Kryptowährungen ist auch dabei. Vielleicht ganz kurz so, was reguliert die MiCA nicht? Also was ist außen vor genommen? Gibt es da auch Pläne in der Weiterentwicklung? Also wie geht es jetzt auch weiter? Also die MiCA erfasst jetzt erstmal ganz konkret, zum Beispiel nicht NFTs, im Grundsatz auch viele DeFi-Anwendungen nicht. Die MiCA wird nicht den Bereich Security Token erfassen, das, wie ich vorhin schon sagte, die Wertpapierregulierung und die Wertpapierregulierung fallen. Alle Geldwäsche-Sachen sind eigentlich nicht Teil der MiCA, also KYC zum Beispiel ist nicht Teil der MiCA. Aber die MiCA schafft im Prinzip die Grundbedingungen dafür. Denn die Geldwäscheverordnung oder die Geldwäscherichtlinie sagt ja im Prinzip, dass alle Finanzinstrumente im Sinne von dann zum Beispiel der MiFID, darunter fallen. Und genauso kann ich mir das vorstellen, dass es in Zukunft eben auch darunter fällt. Dann werden natürlich nochmal spezielle Kryptowerte-Transferverordnungen, die es in Deutschland ja schon gibt, die so aus Geld, ich muss jetzt nicht alle Gesetze nennen, ja, aber die MiCA ist im Prinzip der erste Stein, der dafür sorgt, und darauf wird so ein bisschen das Kryptoregulierungshaus gebaut.
Es werden natürlich die Geldwäscheverpflichtungen kommen. Ich sagte ja vorhin, dass das so ein bisschen die Bankindustrialisierung der Kryptowelt sein wird in Europa. Und im Prinzip werden Kryptowerte genauso behandelt wie Geld oder Wertpapiere oder was auch immer. Also die KYC wird eine Pflicht sein, jegliches Monitoring wird eine Pflicht sein. Das heißt, alle Kryptotransaktionen werden überwacht werden von den Banken oder von den Kryptowertedienstleistern in dem Fall. So wie das jetzt schon bei Geld passiert. Also jeglicher Zahlungsverkehr, der nicht in Bargeld erfolgt, ja, ist komplett überwachbar und auch sehr leicht. Jede Bank kann das machen. Also du kannst dir selber den Spaß machen. Frag mal bei deiner Bank nach, was du vor 3 Jahren am so und so vielten um so und so viel Uhr überwiesen hast. Die werden es dir sagen können, weil die alle Transaktionen speichern müssen. Und genauso wird es bei Krypto erfolgen. Also im Prinzip, jetzt mal aus der Krypto-Idealisten-Sicht, ist die Mika keine gute Verordnung, weil die allem widerstrebt, wofür Krypto, insbesondere so die Anfänge, Bitcoin zum Beispiel, so stehen. Es ist nicht dezentral, es zentralisiert alles. Es ist nicht mehr anonym oder pseudonym, sondern es wird alles transparent gemacht. Es ist nicht Power to the People, ja, sondern, okay, lässt sich drüber streiten, aber es ist Power to the People, aber reguliert vom Staat. Ja. Also es ist schon, es geht aus der idealistischen Sicht schon gegen alles, wofür Bitcoin steht. Und das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ich werde, und du hast gefragt, wie die Weiterentwicklung der Mika sein wird, also nicht die Mika selbst wird sich weiterentwickeln, aber es wird eben noch viele andere Regularien dazu geben. Es werden Verordnungen und Richtlinien seitens der EU erlassen. Die EBA und die ESMA, also die europäischen Aufsichtsbehörden für Banken und Wertpapierfirmen, werden auch sicherlich ein paar Standards rausbringen und an die werden sich die ganzen Player, also die ganzen Dienstleister halten müssen. Das wird eben einfach zunehmen. Also wie gesagt, für den Krypto-Enthusiasten, für den Idealisten ist die Verordnung sicherlich der Todfeind. Das ist alles das widerspricht allem, wofür Bitcoin steht. Und alles, was im Bitcoin White Paper steht, ist komplett diametral zu der jetzigen Regulierung. Ich hatte tatsächlich eine Frage aus der Community, die sich auf dieses KYC-Thema fokussiert hatte. Und zwar gilt diesen KYC auch, gilt es für Transaktionen über 1.000 Euro, unter 1.000 Euro? Und wie soll dieser Prozess auch funktionieren? Also Coins vom Wallet auf eine Börse, ja, KYC, auch unter 1.000 Euro? Also es wird ein bisschen darauf ankommen, wie sich auch die Regulierung entwickelt. Im Grundsatz ist es eben so, dass ich bei Transaktionen also die klassische Schwelle ist eben so 1.000 Euro als Transaktion. Aber man muss ja auch dazu sehen, wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich als Händler Geld annehme, Bargeld annehme, dann kann ich ja erstmal im Grundsatz so viel Bargeld annehmen, wie ich möchte. Das wurde in den letzten Jahren ja erheblich immer runtergefahren. Dann gab es die Schwelle, ich glaube, es waren irgendwann mal 20.000, 10.000. Und dann muss ich eben theoretisch die KYC-Pflicht erfüllen bei Bargeld. Bei Transaktionen von Girokonten habe ich das nicht, weil die Bank ja schon identifiziert, wer das Geld zahlt. Es ist immer die Frage, irgendjemand muss es identifizieren. Also es geht immer darum, den Zahlungsverkehr zu monitoren, zu überwachen. Und genauso wird es bei Krypto sein. Wenn ich von meinem Bitpanda-Konto bei Aral voll tanke, ja, ich habe einen riesigen LKW und tanke den für 2.000 Euro, dann kann ich mit meinem Bitpanda-Konto ganz einfach zahlen, weil Bitpanda hat mich ja schon identifiziert. Wenn ich das aber von meiner eigenen Wallet mache, dann kann es durchaus sein, dass ich dann irgendwo mal ein Perso vorzeigen muss. Das kann man noch nicht ganz so exakt sagen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sich insbesondere die Geldwäsche-Sachen auf EU-Ebene jetzt nochmal entwickeln. Also alle Geldwäsche-Richtlinien und Verordnungen wird sich noch so ein bisschen zeigen. Aber im Grundsatz wird KYC insbesondere die Self-Hosted Wallets erfassen. Denn alle anderen Wallets werden ja sowieso schon KYC sein. Wenn ich mich bei der Börse Stuttgart anmelde, muss ich mich sowieso KYCen.
Das heißt immer gerade dann, wenn wir, also Peer-to-Peer bleibt erstmal ganz klar außen vor von der Mika, aber sobald es in eine Auszahlung geht oder ein Händler zum Beispiel Bitcoin akzeptiert oder ich an der Tankstelle bezahlen muss, muss ich immer mich mit der Frage beschäftigen, okay, welche von den beiden Parteien hat bereits die Identifikation durchgeführt? Und wenn nein, dann ist entweder der Händler in der Pflicht oder eben die andere Partei. Ne? Also wahrscheinlich Genau, wird es auf so also eine, ja, man kann so ein wird es bisschen auch auf die auslaufen. die Kryptowerte-Transferverordnung sich anschauen, die im Prinzip sagt, also in Deutschland, die im Prinzip sagt, wenn es zwischen zwei regulierten Playern stattfindet, zwischen zwei regulierten Dienstleistern, dann muss ich erfassen, wer ist das, also wer ist die andere Bank oder der andere Kryptowerte-Dienstleister, der mir da gegenübersteht. Wenn ich zum Beispiel mit Self-Hosted Wallets interagiere, dann muss ich angemessene Maßnahmen treffen, ja, risikoangemessene Maßnahmen. Ja, da lässt sich immer drüber streiten, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich eine Bank wäre, dann würde ich doch sagen, ich erlaube gar keine Transaktion von Self-Hosted Wallets. Und wenn ja, dann muss die Person sich sofort KYCen ab 0 Euro. Und dann sage ich, das ist risikoangemessen. Nicht deswegen, weil ich das wirklich gut finde, aber einfach deswegen, weil die BaFin am Ende sonst zu mir kommt und sagt, hör mal zu, das war vielleicht nicht ganz so risikoangemessen und dann habe ich das Problem. Man sieht das Gleiche bei den Geldwäschemeldungen, die von den Banken kommen. Die Bank hat keinerlei Nachteil, wenn sie eine Transaktion als verdächtig meldet. Sie hat aber dann einen Nachteil, wenn sie es nicht meldet. Was machen alle Banken? Jede Transaktion, die so, naja, kann man so sehen ist, wird sofort gemeldet. Dann liegt der Ball bei der FIU. Und dass die FIU überlastet war, hat man ja auch vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren gesehen. Deswegen wurden ja Scholz Büroräume damals noch durchsucht. Aber das ist eben tatsächlich eine Behörde oder das System wurde so aufgesetzt, alles soll zu dieser Behörde. Die Behörde war völlig überlastet, weil Banken alles gemeldet haben. Ja, und so ist das auch ein bisschen. Als Bank wird man da ja auch hintrainiert. Und die Kryptowerte-Dienstleister werden dann auch dahin trainiert werden. Und am Ende, gerade deswegen, weil es dann nicht mehr also die Haftung nicht mehr dezentral ist, sondern sehr zentral. Und wenn ich dann derjenige bin, der Geldwäschebeauftragter oder Geschäftsführer ist, der wird sich dann ja zweimal überlegen, ob er das Risiko jetzt wegen irgendeiner Transaktion auf sich nimmt, nur weil er es für richtig hält oder sich denkt, passt schon, dann melden wir es einfach. Und eben gerade diese komplette Überwachung des Kryptomarktes wird eben durch die gesamte Regulatorik, sei es jetzt die Mika, sei es alle möglichen Geldwäschesachen, geschaffen. Und wie gesagt, ich halte die Mika im Grundsatz für eine sehr gute Regulierung, aber sie widerstrebt allem, wofür Krypto eigentlich steht. Und ja, ich habe ja gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen länger da drin und alle Versprechen, die es am Anfang gab, ja, ich glaube nicht, dass die sich unbedingt so durchsetzen werden. Ja, also Bitcoin ist ein schönes System und ich finde es sehr gut, aber die rechtliche Realität läuft eben in eine andere Richtung. Durch Massenadoption nur durch zentralisierte, ja, wie sagt man dazu am besten? Nachweispflicht. Zentralisierte Nachweispflicht. Ja, und genau. wenn ich das umgehen möchte, vielleicht abschließend dazu, also letztendlich werde ich es nicht umgehen, wenn ich einen Transfer vollziehe, aber solange ich in meinem eigenen Ökosystem als Anleger bleibe, also sprich, ich habe mein Wallet, Thema Staking, denn ist ja alles nicht erfasst, aber da findet auch kein Transfer zu einer anderen Adresse statt. In dem Fall bleibe ich bei mir, aber sobald es in die Interaktion mit der Außenwelt kommt, kommt die Mika und da greift sie und reguliert das Ganze. Genau. Also mit deinen Freunden kannst du machen, was du möchtest. Sobald du, wie gesagt, tanken gehen möchtest und mit Krypto bezahlen möchtest, also in der massenadaptierten Welt, wirst du aber dich diesem Regime unterwerfen müssen. Das ist eben so. Also das wird leider so kommen. Und wie gesagt, nochmal der Punkt dazu, ich bin da völlig bei den Krypto-Enthusiasten und dass man das im Grundsatz nicht gut findet. Also das, was ich aber durchaus auch sehe, ist eben der Verbraucherschutz, weil man hat das eben immer wieder gesehen. Es gab so harte Blasen, wenn man sich mal die ganzen ICOs 2017 anschaut.
da war ja nur Scam, SafeDroid oder wie das hieß, wo der Typ irgendwie 2 Tage mit dem Geld abgehauen ist und dann wohl so viele Drohungen bekommen hat, dass er dann doch ein bisschen Angst bekommen hat und dann gesagt hat, war nur ein Spaß, er wollte nur zeigen, wie gefährlich Krypto sein kann. Also man muss schon sehen, dass ein Großteil der Sachen sinnvoll sind, aber eben nicht aus der idealistischen Sicht. Nicht aus, wenn ich wirklicher Krypto-Fan bin und an das Bitcoin White Paper glaube, ja, also dieser Glaubensaspekt tatsächlich noch mit dabei ist, dann kann ich gut verstehen, warum man damit erhebliche Probleme hat. Denn es, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, es widerstrebt schon allem, was da drin steht. Für die Verbraucher, für die Anleger, auch für den Gesamtmarkt wird das gut sein. Und ich glaube, wenn am Ende das dafür sorgt, dass die Preise erheblich nach oben gehen, ist es auch wieder egal. Perfekte Schlussworte, Michael. Vielen, vielen lieben Dank. Hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und danke, Michael, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns die ganzen Fragen beantwortet hast. Und ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen was gebracht. Solange Bitcoin oder eine andere Kryptowährung nicht komplett vom Tisch ist und nicht verboten ist, werden wir wohl oder übel erstmal mit der nächsten Mika-Verordnung leben. Ja. Also, macht's gut. Danke dir. Danke. Ciao. So, das war's auch schon wieder. Falls du mehr zum Thema Krypto und Regulation wissen möchtest, findest du ein weiteres Video zum Thema Krypto und Steuern auf meinem Kanal. Stefan Winheller persönlich beantwortet im Interview Fragen der Community. Den Link zum Video habe ich dir unten angepinnt. Ich freue mich über dein Feedback. Bis dahin bleib von Krypto fasziniert, so wie ich. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.